Willkommen auf der legendären Ruta 40 in Argentinien, eine Straße der Extreme. Über 5200 Kilometer entlang des Rückengrades der Anden, vom Norden Argentiniens bis zum Ende der Welt, Tierra del Fuego, dem Feuerland. Einer der längsten Straßen der Welt, Wüsten, Salzseen, Wälder, Gletscher, Vulkane und der krasseste Seitenwind, den man sich mit dem Motorrad vorstellen kann, begleiten uns hier die nächsten Wochen. Von 100 Metern bis über 4900 Metern, von extremer Hitze hin zu Windböen, die LKWs umschmeißen. Launisches Wetter, Asphaltstraßen, die ruckartig zu Offroad-Wegen werden, wilde Tiere und Hunderten von Kilometern zwischen den Dörfern. Ein einziger Fehler und es dauert Stunden, bevor Hilfe eintreffen kann. Erlebe die raue Seite Argentiniens mit uns. Wir biegen ab auf die legendäre Ruta Nacional 40, auf Deutsch die Nationalstraße 40. Mehr dazu später im Video. Wir freuen uns gewaltig, dass wir nach den letzten Tagen in den Bergen auf über 3500 Metern nun endlich wieder wärmere Temperaturen haben. Oder zumindest bekommen sollen. Denn zuerst geht es noch über unsere erste Passstraße auf der Ruta 40 bis zum Abre de la Cay, der auf schlappen 4895 Metern Höhe liegt. Der Pass ist nicht nur der höchste Punkt der gesamten Ruta 40, sondern auch einer der höchsten befahrbaren Pässe der Welt. Schau, da Valentino Rossi war da. Geil. ¿Para qué caminar sin camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? ¿Para qué andar buscando destino? ¿Para qué acompañar mi canción? Schaut euch bitte einmal diese Landschaft an. Wieder alle Farben, da grün, rot, grau, braun. Da könnt ihr alle paar hundert Meter stehen bleiben. Bin gerade erst mit der Drohne geflogen, also kann ich sie jetzt nicht nochmal auspacken. Jetzt kommen wir gar nicht mehr voran heute. Achtung, Achtung. Pfui, das war gerade, da waren Löcher in der Straße. Allerdings. Wenn man die Leute in den Kommentaren einmal fragen, was wir noch für Vokabular hernehmen können für die Berge. Bis jetzt haben wir Wowi, episch, Nice. nice und mega. Genau. Und geil. Ich versuche nicht so viel die gleichen Wörter zu benutzen, aber so langsam geht uns das Vokabular aus. Atemberaubend, spektakulär. Genau. Wunderschön. Toll. Klingt also Ja. nicht so natürlich für mich. Wir haben ja schon ein paar Kommentare gekriegt, dass man nicht so viel geil und nice sagen soll. Hä, wieso? Verstehe ich überhaupt nicht. ¿Para qué caminar el camino? ¿Para qué la nostalgia en la flor? ¿Para qué andar buscando el destino? ¿Para qué acompañar mi canción? Klar, das Wasser am Verriss. Ja. Schon geil. Ah, hier ist tiefer. Ist mal Okay. oh, oh, Hohoho. holy shit. Ja, das ist Next Level. Das waren ein paar Löcher. Ja, so viele Bumps haben wir noch nie gehabt, so tiefe. Ja, ich glaube, das so war nicht mehr weit bis zur Bashplate. Ist ein bisschen tiefer, pass auf. Ja. Geht's mit dir deine Stiefel? Ja, bald seien sie wieder clean. Schön. Nicht enttäuscht. Na, ist schön zum Fahren. Ist angenehm. Gelegentliche Rippios, aber das ist okay. Aber das Wow. macht mich voll happy, gerade Bäume zu sehen. Ja, vor allem das Grün, man, das knallt so richtig in dieser Schau. kargen Landschaft. Wow. Ja. Ja! Das ist nice. Ja. Okay, ich lasse die kurz und dann musst du die Wolke da oben anschauen. Oh, Ja, habe ich vorhin schon gesehen, ja. Der okay. ist lustig.
geil. Was ist das bitte? Ich glaube, so habe ich noch nie gesehen. Die ersten Kilometer auf der Route 40 haben absolut nicht enttäuscht. Die Straße hat einen besonderen Vibe, besonders auf diesem Abschnitt, wie wir später noch herausfinden werden. Die Strecke über den Pass war leicht anspruchsvoll wegen dem Schotter und kleinen Sandpassagen. Gaudi hatten wir trotzdem. Die Landschaft ist wahnsinnig schön und wir haben einen traumhaften Tag zum Fahren. Einige Kilometer weiter stoßen wir auf gestrandete Motorradfahrer und wie es sich gehört, bleiben wir stehen. Hola! Hola, ¿cómo estás? Pichamos. Ok. ¿Es un tubo o...? No, solo tubo. Ya, un momento. Steigen wir mal ab. Hat er das falsch reingedrückt vielleicht? I know how to use it. If you want to, I can try. See? Einer der Jungs hat einen Platten und sie versuchen gerade mit ihrem Reparaturset zu reparieren. Allerdings benutzen sie das Werkzeug zum ersten Mal und wissen nicht genau, wie man es verwendet. Also versuche ich natürlich zu helfen. Yeah. You are from Argentina? Yeah. Wanna go to Ushuaia? Okay, solo. Leider konnte ich nur bedingt helfen. Das Loch war schon zu groß, entweder von ihrem ersten Versuch es zu reparieren oder weil es initial schon leicht oval war. Somit hat das Abdichten mit der Reifenwurst leider nicht geklappt. Wir haben den beiden vorgeschlagen, unseren Ersatzschlauch einzubauen. Sie haben jedoch abgelehnt, wollten aber noch ihren Reifenschaum ausprobieren. Es wird mal ein bisschen laut für Sie jetzt. Wir fahren einmal weiter. Haben Ihnen jetzt unsere Nummer noch gegeben. Wir sind eine Stunde weg von hier, falls Sie was brauchen. Schau dir die Gräser mal an. Boah, sind die riesig. Jo. Solche Büschelgräser habe ich noch nie gesehen, glaube ich. Wollte sein bei Ihnen sein. Manche Leute haben die in die Gärten. Ah, Beemont, ja, stimmt. Ja. Endlich ist es wieder warm genug, dass wir mit unserer Ausrüstung easy campen können. Zur Campingroutine gehört Campingplatz suchen und Essen kaufen, was nicht immer einfach ist mit der langen Siesta in Argentinien. Oft haben die Läden von 13 bis 18 Uhr oder sogar 19 Uhr zu. Wir nutzen die Chance also beim ersten Laden, der offen hat. Hola. Hola. Kartoffeln gibt's, Zwiebel. Hier habe ich ein kleines Dorf. Willkommen in unserer Küche. Heute gibt es Gemüse mit Fleisch. Während wir unseren Kaffee genießen und uns langsam auf den Weg machen, bekommt ihr ein paar Infos zur legendären Route 40. Die Route 40 ist mit ca. 5200 Kilometern die längste Straße Südamerikas und eine der längsten Straßen der Welt. Sie verläuft von La Quiaca im Norden Argentiniens an der Grenze zu Bolivien auf ca. 3400 Metern Höhe bis nach Cabo Virgenes, nahe der südlichsten Spitze des argentinischen Festlands auf Meereshöhe. Die Straße verläuft parallel zu den Anden und durchquert dabei eine beeindruckende Vielfalt an Landschaften. Von den kargen Hochwüsten im Norden bis zu den Gletschern Patagoniens im Süden. Unterwegs wechseln sich asphaltierte Straßenabschnitte mit Schotterpassagen ab. Entlang der Route 40 liegen 20 Nationalparks, 18 große Flüsse, 27 Andenpässe und verschiedene Klimazonen. Wir starten gemütlich in einen neuen und traumhaften Tag, bevor es weiter auf der epischen Route 40 geht.
Wir werden in den kommenden Wochen entlang der Route 40 Richtung Süden fahren und immer wieder mal kleine Abstecher und Umwege einlegen. Kachi ist ein kleines, sehr charmantes Dorf, umgeben von Kakteenfeldern und Felsenlandschaften. Es liegt auf ca. 2500 Metern Höhe und hat rund 5000 Einwohner. Die Architektur der kleinen Stadt ist hauptsächlich im spanischen Kolonialstil gehalten, mit weißen Lehmhäusern, die auf Felsenfundamenten errichtet wurden und mit antiken, aus Eisen geschmiedeten Fenstergittern versehen sind. Viele Häuser tragen Dächer aus Kaktusholz, was sehr typisch für die Region ist. Wir waren zwar nur eine Nacht in Kachi, haben uns dort aber sofort wohlgefühlt. Riechen tut's gut. Das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, Blumenduft. Ja. Macht Frühling. Ist da offen? Mal schauen. Ja, gerne mal schauen, bitte. Damit wir nicht unnötig stecken bleiben, erkundet Steffi das Terrain. Stellt sich heraus, dass der Zaun noch weniger das Problem war. Denn weiter unten führt der Weg über eine sehr klapprige und enge Brücke über den Fluss. Steffi wollte mich zuerst über die Brücke schicken, aber darauf wollte ich es jetzt nicht unbedingt ankommen lassen. Da ist mir die Wasserdurchfahrt 10-mal lieber und einfacher. Jetzt nicht auf die Gosche fliegen. Deswegen werden wir nie YouTube-Fame haben, weil es nie nach Drama ausschaut. Da wäre ich stecken geblieben, da hätte ich einen Koffer auch nehmen müssen. Und du hättest ihn schleppen müssen und dann hätte ich mir das wieder unhören können. Oh nein, wir kommen nicht vorbei. Die Brücke ist zu schmal. Wir müssen umdrehen. 600 Kilometer in die andere Richtung. Nach dem kleinen Abstecher durch die Wildnis, um aus Kachi rauszukommen, der übrigens just for fun war, finden wir hier wieder die Anbindung an die Hauptachse der Route 40, wo auch die Normalsterblichen fahren. Coole Abkürzung. Wir stecken schon eine Zeit lang hinter den lokalen Bullen fest. Langsam geht uns die Staubwolke und vor allem der Sand im Mund auf die Nerven. Bisher sind sie die Maximalgeschwindigkeit gefahren und haben auch keinen Platz gemacht. Wir wissen noch nicht, wie streng alles in Argentinien abläuft. Zeit herauszufinden, wie genau das hier läuft. Heute sind wir uns sicher, dass die das keinen Cent interessiert hätte, ob und wie schnell wir an denen vorbeidüsen. So lernt man die örtlichen Sitten mit der Zeit eben kennen. Den korrupten Polizisten sollten wir erst später auf der Reise begegnen. Die Polizei, ja, wenigstens haben sie Platz gemacht, das war nice. Ja, hat aber lang gedauert. Ja, ihr habt mich gefragt, bis wir jetzt hier fertig sein, hinter denen ist der Luftfilter zu. Also wir haben gerade, als wir in das Dorf da reingekommen sind, haben wir ein Schild gesehen, wo sie, wo sie beschreiben eigentlich, dass sie die Route 40 komplett paven werden, also mit Asphalt belegen werden. Zumindest einmal bis zu dem Punkt. Viele von diesen Offroad-Strecken, die vor 10, 15 Jahren nicht asphaltiert waren, die sind jetzt asphaltiert und es wird halt immer mehr kommen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil es nimmt ein bisschen den Charme. Für uns es ist halt natürlich gut für die Leute, man kriegt die Güter und Leute schneller hin, ist gut für den Tourismus. Aber ja, für mich macht der Charme so einer Route halt aus, dass sie nicht so zugänglich ist für jeden und ja, dann schaut es so aus wie das hier. Und keine Ahnung, ich meine, ja, es ist nice zum Fahren, ich komme schneller voran, aber keine Ahnung, ich finde, es nimmt einfach Charme. Historisch war die Route 40 lange Zeit unbefestigt, aber vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren wurden sehr, sehr viele Teile asphaltiert. Wie ihr euch sicher denken könnt, genießen wir jeden Teil der Strecke, der noch nicht asphaltiert ist. Wie ihr in den folgenden Videos sehen werdet, ist leider schon viel mehr asphaltiert, als wir erwartet hätten. Nichtsdestotrotz gibt es aber noch den ein oder anderen spicy Abschnitt, der auf uns zukommen wird.
Jetzt die Brücke. Wir machen hier kurz Pause. Wir haben gerade ein nettes kleines Café gefunden und wir haben uns gedacht, wir gönnen uns mal ein frisches, kühles Getränk. Steffi hat auch irgendetwas bestellt, keine Ahnung, was das ist. Was Lokales, das heißt Tamal. Es ist eingewickelt in so was wie, keine Ahnung, Maisblätter. Und innen dran ist irgend so eine Maispaste mit, keine Ahnung, werden wir jetzt gleich herausfinden. Ja, schmeckt gut. Es ist sowas wie ein Maisknödel, also Maispaste. Es ist Fleisch drinnen und es schmeckt sehr würzig. Es ist warm, wir haben 31 Grad hier. Schön warm unter dem ganzen Motorradzeug. Wir wollten Wärme, Ja, jetzt haben wir Wärme. wir haben Wärme bekommen. Das Tal, in dem es liegt, ist immer wieder grün und sie bauen auch sehr viel Wein hier an. Es ist einfach schön zum Anschauen von der Landschaft her. Motorrad zeigt an, im Schatten jetzt ist sie gestanden, 34 Grad. Was ich krass finde hier ist, dass halt überhaupt gar kein Schatten ist. Wir fahren wirklich die ganze Zeit in der prallen Sonne. Wow! Geil. Bei mir ist es schon fast so erkennen und ich mache ein Foto. Jo. Die Quebrada de las Flechas ist eine spektakuläre Schlucht und geografische Besonderheit im Herzen der Calchaquí-Täler. Auf etwa 20 Kilometern erstrecken sich die spitz zulaufenden Felsformationen, die wie Pfeile, also Flechas, aus der Erde ragen und teilweise bis zu 20 Meter hoch sind. Daher übrigens auch der Name Quebrada de las Flechas. Diese bizarren Strukturen entstanden vor etwa 15 bis 20 Millionen Jahren durch tektonische Bewegungen und Erosion von Wasser und Wind. Heute zählt die Schlucht zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten entlang der Route 40. Das ist schon mal eine Landschaft. Sehr schön, dass man da durchfahren kann. Ja, ultra. Das schaut schon sehr spektakulär aus hier gerade. Nice. Das geht da hinten immer noch weiter. Ja, bis zum Horizont. Ja. Wahnsinn. Wieder so ein Platz, wo man alle 15 Meter die Drohne steigen lassen könnten. Wir sind auch jetzt wahrscheinlich schon seit dem Restaurant wieder eine Stunde unterwegs, oder? Ja, Wir selber. haben wahrscheinlich wieder mal 10 Kilometer gemacht oder so. Wir haben ein paar Stopps eingelegt, ja. Langsam, aber sicher geht wieder ein epischer Fahrtag entlang der Route 40 zu Ende. Ziel für heute ist Cafayate. Die Stadt liegt auf 1683 Metern Höhe, also haben wir seit gestern schon wieder knapp 1000 Höhenmeter verloren und hat rund 17.000 Einwohner.
Cafayate wurde im 17. Jahrhundert von spanischen Kolonisten gegründet und liegt auch in den Calchaquí-Tälern, einer Region mit jahrtausendealter indigener Besiedlung. Zuerst mal aus den Hosen raus und aus den Stiefeln raus. Vor allem, wenn es so warm ist wie jetzt. Noch 32 Grad am Display, es ist jetzt 5 Uhr. Und ja, ihr habt das Gefühl, meine Stiefel kleben an meinen Waden. Das ist Merino-Wolle. Falls ihr irgendwann mal in einen Laden vorbeikommt, wo man die kaufen kann, kauft euch solche, dünne. Die nehmen sehr, sehr wenig Geruch an, riechen quasi frisch. Man soll sie noch nicht so oft waschen. Du musst dazu sagen, wir sind schon 3 Monate am Weg und er hat sie erst einmal gewaschen. Die Strecke heute war sehr besonders. Zum einen Teil hat es mir sehr gut gefallen, zum anderen Teil waren mir wieder zu viele Ripios drin. Bodenwellen? Ja, die Bodenwellen, also Wellblechboden, wie man es auch immer nennt. Das gefällt mir einfach nicht, weil ich immer Sorgen ums Motorrad mache. Ja. Es schüttelt alles durch, das kann keiner sich vorstellen. Es ist eine sehr schöne Landschaft, sehr einzigartige Landschaft. Und so unterschiedlich wieder, ganz anders zu gestern. Südamerika bis jetzt, mir vorne ein paar 100 oder nicht einmal 100 Kilometer. 50 Kilometer und die Landschaft ändert sich komplett und es schaut wieder ganz anders aus als vorher. Es ist krass. Auch wahrscheinlich bedingt dadurch, dass wir halt in den Anden sind. Ja. Wir waren gestern auf 5000 Meter Höhe. Über den Pass, ja. Ja, und jetzt sind wir auf 1600, 1500 sowas wieder runter. Das macht natürlich, dass man da durch verschiedene Klimazonen fährt und dann auch dementsprechend mehr oder weniger verschiedene Landschaften sieht. Ja. Ja. Heute Abend bereiten wir uns ein Steak vor, das wir jetzt hier grillen. Wir haben noch ein bisschen Holz und Kohle gefunden, bauen jetzt hier den geilen Grill zusammen. Das ist so ein Portable Grill und ich bin ein sehr großer Fan davon. So schaut das dann aus. Perfekter Grill. Dieses Rohr kommt in dieses Rohr und alle Stangen in dieses Rohr und dann hat man im Prinzip nur dieses Rohr zum Transportieren. Also episches Teil. Könnt ihr euch übrigens ohne Probleme selber basteln aus Kupfer und ihr braucht ein bisschen Stahl. Ja, easy. Oder ihr kauft es einfach auf Amazon. Kostet nicht einmal so viel, ich glaube der kostet 15 Euro. Wir haben es geschafft, die ganze Nacht die Moskitos draußen zu lassen. Das war die richtige Herausforderung, ja. Weil die sind immer überall am Innenzelt und wenn man dann kurz raus will, dann muss man immer kämpfen, damit man die Moskitos draußen hat. Und man hört sie da, aber sie waren draußen. Ja. Und überall Weinfelder. Bis zum anderen Berg da drüben. Ja. Jetzt fahren wir hier durch und haben nicht einmal Wein gekostet. Ah, Schande über uns. kriegt man sicher nur vor. Ja, lassen den Wein lieber für die Leute, die sich gut auskennen. Ich würde es eigentlich viel mehr feiern, wenn man irgendwann einmal so Cannabis-Farms sehen würde. Mit verschiedenen Tastes und so. Da bin ich eher dabei. Das wäre irgendwie cool. Was glaubst du, wie viele Gerüche es hier hat? Oh, das war episch. Lovely. Sugar, voll im Sand. Jupp. Eieieiei. Hat man sich schon fast hingelegt vor dir alle. Ja, fast schon peinlich. Okay. Die Quilmes-Ruinen sind die größte präkolumbische Siedlung Argentiniens und gehören zum nationalen Kulturerbe. Das Gebiet stammt aus der Zeit um 850 nach Christus und wurde vom indigenen Volk der Quilmes bewohnt. In seiner Blütezeit lebten hier schätzungsweise rund 5000 Menschen. Die Region wurde 1535 von den Spaniern erobert. Doch erst 130 Jahre später gelang es den Eroberern, diese letzte Bastion des Widerstands zu besiegen. Nach ihrer Niederlage wurden die Quilmes 1665 deportiert, die meisten davon in den Großraum Buenos Aires. Nur etwa 400 Menschen überlebten den 1400 Kilometer langen Todesmarsch. Schau mal da, wie die Wolken über die Anden rüberkommen. Ja, sie versuchen es. Wie das ausschaut und oben der gerade Strich. So wie wenn Wasser drüber schwappt. Ja, genau. Schaut cool aus. Man erkennt nicht genau, was ist Wolke und was ist Berg. Ja, es verschmilzt total ineinander. Der Museo Pachamama, Mutter Erde.
Weil wir schon in der Nähe sind und heute noch etwas Platz für kulturellen Input haben, schauen wir uns auch noch das Pachamama Museum, also Mutter Erde Museum an. Es wurde von Hector Cruz, einem autodidaktischen Künstler, entworfen und gebaut. Das Museum verbindet Kunst, Kultur und Mythologie und schafft damit ein einzigartiges Erlebnis, das Geschichte und spirituelle Weltanschauung der anderen Kulturen sichtbar macht. Ich frag mich, ob das Staub ist, was da in der Luft ist. Schaut so aus ein bisschen, ja. Das hier ist auf jeden Fall keine Staubwolke. Schon wieder wartet bei der Überquerung eines Passes eine dichte und nasse Nebelschicht auf uns, wie in den letzten Folgen auch schon. Nur dieses Mal ist das Sichtverhältnis quasi null und die Temperaturen sinken stark. Als Referenzpunkt, das Auto vor uns ist vielleicht höchstens 10 Meter vor uns entfernt. Auf einmal bremst das Auto vor uns ruckartig. Holy smokes. Es ist ein LKW davor, der mit 20 km/h dahin tuckert. Absolut gefährliche Situation für unser Motorrad am Ende des Staus. Bei diesen Bedingungen will ich auf keinen Fall am Stauende sein. Aber überholen ist auch kompliziert. Vor allem, da man den Gegenverkehr wirklich erst im letzten Moment sehen kann. Irgendwann habe ich aber eine Gelegenheit gesehen und die Autos vor uns überholt. Ging zum Glück alles gut. Era un domingo en la madrugada. Raus aus dem Regen. Also Regen aus dem Nebel eher. Aha, aber es hat ein bisschen geregnet. Boah, das war richtig wild, weil man hat teilweise nicht viel gesehen und ein paar sind echt verrückt gefahren und haben verrückt überholt. Super, por favor. Sí, por favor, sí. Per favor. Ja, es war auf jeden Fall tense, also man hat hin und wieder echt nicht viel gesehen drin und manche sind trotzdem 70, 80 gefahren. Wir sind jetzt den ganzen Weg mit 50 runter, aber Crazy. ja, ich verstehe es nicht. Wir sind in Elementen halt voll ausgesetzt. Ja, schaut so aus. Aber irgendwie mag ich's. Ja, jetzt sind wir halt auf der anderen Seite und hier ist wieder alles komplett grün. Überall seien Felder, jetzt Pferde, Kühe. Ja, da hinten im Loch ist irgendwo noch ein See. Ja, ist wieder eine ganz andere Landschaft, nur über den Pass drüber. Con tarjeta, por favor. Kannst da mal einen Cookie holen. Ja. Für uns gibt es jetzt Cookies, weil die Steffi so tapfer hinten drauf war. Genau. Machst du auch was? Die ist wahrscheinlich bei deinen Cookies mit. Na. Hofler Cookies. Futter für die Seele, Ja. geil. Und wir haben beschlossen, so lange zu fahren, bis wir 20 Grad haben. Ja, fahren jetzt so schnell wie möglich raus. Da hinten sind noch ein paar graue Wolken. Und nicht unbedingt im Regen fahren, also. Juhu! Oh, die Kühe da, schau. Oh, im Hang da. Krass, wie kämen die Dinger da hoch. Ja, genau. Und wie kommen sie wieder runter? Vielleicht kommt sie ja nicht mehr runter. Na eben, jetzt warum so fuck? Denkt sie sich, fuck, da hätte die nicht raus sollen. Da kommen wir gerade. Wir sind gerade noch rechtzeitig vom Regen weggefahren. Ha? Allerdings, schaut viel besser aus in die Richtung, wo wir hinfahren. Ja, jetzt haben wir schon 24 Grad.
Wir legen noch einen kurzen Boxenstopp an der argentinischen MotoGP-Rennstrecke ein. Termas de Rio Honda. Für mich als Hobbyrennfahrer ein klares Muss, wenn wir schon in der Nähe sind. Leider ist die Strecke 2026 raus aus dem Grand Prix-Kalender und wurde mit der Rennstrecke in Buenos Aires ersetzt, auf der anderen Seite des Kontinents. Deswegen ist es wahrscheinlich nicht mehr lang so eine Rennstrecke. Hola. Una pregunta. ¿Es posible para hacer una foto en la recta de la...? Pista no, No. está prohibido. ¿Dónde es? Solamente puede subir a las gradas, que serían las tribunas, de Sí. ahí sacar. Ok, sí. Lo único, dentro de pista está prohibido. Ok, gracias. No, de nada. Schade, ich hab's versucht. Ja, Hätte ja sein können, wäre geil gewesen. dass der Gag sagt, ja, ja, sicher, Aber echt. ich koch Schwein drauf. Ja. Schade, eigentlich hätte ich gehofft, dass ein Event ist heute. Dann wäre ich fragen gegangen, ob ich eine Runde drehen darf, aber well, schaut so aus, als wird heute nur die Wiese bewässert werden. Schaut so aus, ja. Der Kleine. Da noch ein Foto beim Valentino Rossi. Ist es der Valentino? Ah ja, 46. 12.100, ja? Ist perfekt. Passt. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Ciao. Und dann noch Camping aufsuchen. So, jetzt wieder so eine Geschichte zum Erzählen, wie nett die Leute hier einfach sind. Wir sind jetzt hier in irgendeiner Sackgasse gelandet, weil wir nach einem Campingplatz gesucht haben, wo wir heute Abend campen können. Und dann haben wir den Herrn hier gefragt, der hat hier so ein kleines Grundstück, also klein, schon ein ziemlich nices Grundstück. Und wir haben ihn gefragt, ob er nicht weiß, wo wir hier irgendwo campen können, weil ja auf Google Maps und so, es sagt halt immer, es gibt Campingplätze, dann sind sie da, sind nicht da oder sie sind geschlossen oder was auch immer. Auf jeden Fall hat der Herr, der heißt Thomas, der hat gesagt, ja, campt doch einfach hier auf meinem Grundstück und hat uns sofort Stühle gebracht und alles. Also er ist schon, ja, die Gastfreundschaft ist schon übel geil. Geiler Tag jedenfalls, finde ich. Wir sind zwar nicht so weit gefahren heute, aber es war so ein Tag, wo ich, keine Ahnung, bin einfach richtig dankbar für das, was wir da machen. Also der Thomas, bei dem wir hier gerade campen dürfen, der hat halt gesagt, das ist sein Traum, mit dem Motorrad herumzufahren und wir machen das gerade. Also es erinnert dann nochmal, das einfach zu schätzen, zu wissen. Wir hoffen jedenfalls, das Video hat euch gefallen. Lasst uns ein Like und ein Abo da und wir sehen euch im nächsten. Ciao, ciao. Was euch im nächsten Video erwartet. Da muss ich aussteigen, das macht ja allein. Ja. Vergiss es. Bau mal das Zelt auf, ja. Das habe ich eingegriffen. Shit. Bitte, darf ich nicht filmen? Schau mal aus. Ja, so einfach. Schmeckt nach Mais, nach Salz. Ja. Steffi hat es gut verkauft, da hat jetzt bestimmt jeder Bock drauf. Glaube ich, viel mehr will man von ihnen zum Zelt nicht sehen. Nicht?